Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber Wasser ist mir schon immer ein wenig unheimlich gewesen. Was für Kreaturen leben da? Man weiß es buchstäblich nicht. In Videospielen ist es quasi der Gamer-Albtraum, ein Wasserlevel zu betreten. Man hat irgendwie direkt keinen Bock drauf. Sie nerven irgendwie immer. Und im Endeffekt ist das auch schon die Antwort auf die ursprüngliche Frage. Aber warum? Was macht es so nervig, wenn Wasser irgendwo involviert ist? Und was für schlimme Wasserlevel gab es in der Vergangenheit so? Wir wagen heute einen Tauchgang in verschiedene Welten, die sich unter Wasser abspielen und gucken, wieso der Hate eventuell nicht unberechtigt ist. Let's go! Derjenige, der mich als Kind in Bezug auf Wasserlevel therapiert hat, ist mein bester Freund Sonic. Im allerersten Sonic chillt man in der Labyrinth Zone, die Musik ist übel entspannt, man genießt halt einfach so ein wenig sein Leben, versteht ihr? Bis auf einmal... Stress. Ich habe immer die größte Panik bekommen, wenn auf einmal er hier angefangen hat. Sonic 2 ist auf vielen Ebenen ein gut designtes Spiel und das liegt nicht zu allerletzt an den vielen Ebenen. Es existieren immer verschiedene Wege in den Leveln, die man nehmen kann, wobei die Wege oben die schwersten, aber auch die schnellsten sind, wenn man sie beherrscht. Fällt man allerdings immer weiter runter, kommt man in die Hölle. Das ist zumindest in der Chemical Plant Zone der Fall, in der man in eine pinke Flüssigkeit fällt und man so schnell wie möglich wieder rauskommen muss, bevor der hier einsetzt. Gepaart mit bewegenden Blöcken, die einen stetig zerquetschen wollen, ist das hier der perfekte Stoff für meine Panikattacken und das hat nicht zuletzt mit einer Sache zu tun, der Steuerung. Man ist es gewöhnt, dass ein Spiel sich normal steuert. Wenn man springt, fällt man sofort nach unten, Gravitation und so weiter. Sich jetzt also nur noch in Zeitlupe bewegen zu können, alle Eingaben kommen verspätet und Gegner mit der Möglichkeit von allen Himmelsrichtungen anzugreifen, ist eine sehr große Einschränkung. Stress. Donkey Kong Country 3 hatte die coole Idee, neben der schwammigen Unterwassersteuerung auch noch die Steuerung umzukehren. In der Poisonous Pipeline steuert man seine Affen durch eine violette, giftige Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass die linke und rechte Steuerung ausgetauscht werden. Man muss also nach links drücken, um nach rechts zu schwimmen und nach rechts drücken, um nach links zu schwimmen, während man versuchen muss, Seeigeln und Fischen auszuweichen, die mit 100 km/h hin und her schwimmen. Seht ihr diesen Fisch? Das bin ich, wenn ich versuche, das Level zu schaffen. Wenn man über schlimme Wasserlevel redet, kommt eigentlich immer das Teenage Mutant Ninja Turtle Spiel für das NES auf. Ein Spiel, das damals sicherlich cool war, aber heute bestimmt nicht mehr diese Aufmerksamkeit bekommen würde, wenn man nicht so oft darüber reden würde, wie schlimm das Wasserlevel ist. Wir befinden uns auf einem Damm, an dem 8 Bomben platziert wurden und unsere Aufgabe ist es, diese Bomben zu entschärfen, bevor die halt explodieren und alle sterben. Das Problem dabei ist, dass die Steuerung so schlimm ist, wie sie aussieht und man sich sehr konzentrieren muss, damit die Schildkröten das tun, was man von ihnen will. Schade halt, dass das Level daraus besteht, einen ultra schmalen Pfad aus tödlichen Algen entlang zu schwimmen und kreisenden Dingern auszuweichen. Google Chrome looking ass. Wäre das nicht schon schlimm genug, hat das Ganze ein Zeitlimit von nur 2,5 Minuten. Das Problem der Steuerung im Wasser hat nicht immer was mit Schwierigkeit zu tun, sondern manchmal auch mit dem Gegenteil. Im Ocarina of Time Wassertempel oder in Star Wars Knights of the Old Republic bekommt man Kleidungsstücke, die einem helfen sollen, im Wasser zu laufen und sicher zu navigieren. Das ist vermutlich auch die Art und Weise, wie man es im Real Life machen würde, aber wer will das in einem Videospiel, Bro? Es ist komplett langweilig. Man bewegt sich in einem km/h und besonders cool wird es natürlich, wenn man seine Ausrüstung immer und immer wieder wechseln muss. In Metroid Prime 2 gibt es Torfus Bogue, ein Gebiet in dem Spiel mit einem Unterwasserabschnitt. Es steuert sich langsam und langweilig, aber das Schlimmste ist, es gibt ein Item in dem Spiel, das das alles ändert. Der Gravity Boost. Mit ihm kann man sich viel schneller und besser am Wasser bewegen. Leider bekommt man den Shit aber erst nach dem Wasserabschnitt, weshalb man hier alles auf der nervigsten und ödesten Art und Weise erledigen muss, die es gibt. Seit wann müssen Videospiele überhaupt realistisch sein? Ich spiele hier ein Alkoholiker-Eichhörnchen. Wieso also kann der ertrinken? Warum ist dieses Wasserlevel so unfassbar viel Stress? Manchmal hat man das Gefühl, die Entwickler ballern alle ihre nervigen Ideen einfach in das Wasserlevel des Spiels. Sachen, die jeder Gamer liebt, wie Escort-Missionen. Wir müssen Emma in Metal Gear Solid 2 irgendwie aus
aus dem Gebäude bringen. Problem, das halbe Gebäude ist komplett überflutet, also muss man mit ihr zusammen auf dem Rücken versuchen, durch den Komplex zu tauchen und den Weg rauszufinden. Hier gibt es zum Glück nicht wirklich Hindernisse, denen man ausweichen muss. Der Stress hier wird dadurch erzeugt, dass beide Charaktere eine Luftleiste haben. Eine Luftleiste überfordert mich schon. Warum jetzt zwei? Die von Emma ist dazu auch noch viel kleiner als die von einem selbst, was heißt, dass man jederzeit aufpassen muss, dass Emma uns nicht wegsäuft. Vielleicht haben die Leute aber eher Bock auf Scrolling-Level. Echo the Dolphin ist ein Spiel, das quasi ein großes Wasserlevel ist. Das gesamte Spiel hatte auf mich immer so eine unangenehme Stimmung. Die Musik ist traurig, die Gestaltung ist grafisch für die Zeit beeindruckend, aber dennoch irgendwie unheimlich. Das finale Level in dem Spiel ist ein großes Scrolling-Level, das sich von selbst bewegt. Der Kniff an dem Ganzen ist jedoch, dass es sich nicht einfach von links nach rechts bewegt, es geht nach oben, es geht nach rechts, es geht nach unten, es ist quasi komplett unberechenbar. Das kann zu super gemeinen Momenten führen, wo man zu spät checkt, wo lang man muss und einfach von der Kamera zerquetscht wird. Die Belohnung für das Ganze ist übrigens ein sehr verstörender Final Boss. Eine Sache, die bestimmt besser ankommt, ist Random Gesang. Hat eigentlich nicht viel mit Wasserlevel zu tun, aber der Ariel-Abschnitt in Kingdom Hearts 2 ist sehr schmerzhaft. Man muss im Grunde aushalten, wie schreckliche Songs rumgesungen werden, während man hin und wieder ein Quicktime-Event machen muss. Ich bin kein Miesepeter, aber die Songs hier sind schon irgendwie unangenehm und es geht alles wirklich viel zu lang. Ich weiß auch nicht, es hätte nicht sein müssen. Dann hab ich doch lieber ein Sekiro, wo unter Wasser einfach ein riesiger Koi-Karpfen rumschwimmt, den man nicht im normalen Kampf besiegen kann und einen sofort hinrichtet, wenn man von ihm gesehen wird. Das ist halt wirklich sehr angenehm. Wir müssen wohl oder übel damit leben, dass das gesamte Konzept von Wasserleveln es ist, stressig zu sein. Es soll eine Art Challenge bieten, eine Herausforderung, die gleichzeitig sogar noch das Gameplay abändert und Abwechslung in das ganze Spiel reinbringt. Moderne Jump'n'Runs wie Rayman oder Donkey Kong bekommen diese Wasserlevel mittlerweile auch ziemlich gut hin, ohne dass man komplett genervt ist mit schnellem und spaßigem Gameplay. Die besten Spiele für Wasserspaß bleiben aber wohl für immer die, die wirklich darauf ausgelegt sind, wie Subnautica. Das Spiel triggert zwar jegliche Angst in meinem Körper, aber das ist okay. Wasserlevel sind quasi wie das Leben. Man muss durch die schlechten Phasen durch und selbst wenn es anstrengend ist, darf man nicht aufgeben. Am Ende lohnt es sich immer.